Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute ist das Video jemand ganz Besonderen gewidmet. Ja, normalerweise mache ich eigentlich sowas nicht, aber das ist ja wirklich sowas Süßes, Besonderes und ja auch gleichzeitig Romantisches und wirklich sehr eine sehr einfallsreiche Idee. Ja, da konnte ich nicht anders. Und zwar hat mir eine Zuschauerin einen Text geschrieben, den ich in diesem Video jemand widmen soll. Und ich denke mal, derjenige wird sich jetzt auch in dem Moment angesprochen fühlen. Und ich würde mal sagen, ich fange mal einfach an und ich guck mal, ich denke mal, in der Zeit wird derjenige bestimmt merken, wer damit gemeint ist. So, ich lese den Text mal vor. Ja. Mein streitbarer Held, vor 13 Jahren haben wir uns bei einem Trainingscamp kennengelernt und trotz anfänglicher Schwierigkeiten, schließlich hattest du bis dahin auf dem schwäbischen Server und ich auf dem pfälzischen Server gespielt, haben wir schnell beschlossen, uns zusammenzuschließen. Was mich damals und auch heute noch beeindruckt, ist deine Intelligenz, die ohne jede Frage ein Hauptattribut ist, aber auch deine Kraft und Ausdauer lassen nichts zu wünschen übrig. Zu deiner Ausrüstung gehören unter anderem die Brille der absoluten Genauigkeit, der Brustpanzer des großen Herzens, der Ehering der ewigen Treue, die Spendierhosen der Großzügigkeit und natürlich deine XXL Beinschienen für extra muskulöse Waden natürlich, ne? Zu unserem Hochzeitstag möchte ich dir auf diesem Wege sagen, danke, dass du die Gildenkasse füllst, unsere Festung weiter ausbaust, vor allem das Garten-Update kann sich sehen lassen, dich um die Ausbildung der beiden Rekruten kümmerst, auch mal die nächtliche Wache übernimmst und immer noch genug Abenteuerlust hast, um alle vor uns liegenden Quests zu meistern. Hochachtungsvoll, deine Gefährtin. Ja, und ich denke mal, derjenige wird damit gemeint sein. Ansonsten nochmal liebe Grüße von der lieben Susanne, die sich den Text ausgedacht hat. Und herzlichen Glückwunsch euch beiden hiermit zum Hochzeitstag. Ich fand das wirklich ein sehr schöner Text, ja. Und wie gesagt, normalerweise, wenn mir jetzt irgendein Zuschauer schreibt, ja, ey, grüß mich mal bitte im Video. Klar, das kann ich natürlich nicht machen, weil das denn natürlich jeder möchte so, ne? Aber das ist eine so schöne Idee gewesen, fand ich, und so romantisch und so ja, einfallsreich, was den Text anging, was so gut hier in das Spiel reinpasst, was wirklich sehr viele schöne kleine Details hat. Und wo man merkt, da wurde sich Gedanken gemacht und es ist auf jeden Fall ein super schönes Hochzeitsgeschenk von der lieben Susanne. Sie hatte mich hier kontaktiert, weil wohl ihr Mann auch meine Videos ganz gerne schaut und hatte sich dann dahingehend diesen Text einfallen lassen, den ich dann hier jetzt in diesem Video euch beiden ja, übertragen durfte. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Glück und ja, alles Gute für euch, für eure kleinen Rekruten an der Stelle und alles weitere, was ihr noch auf eurem Wege geplant habt. Ja, ja, das auf jeden Fall erstmal zum Anfang des Videos. Ja, ein paar kleine Hochzeitsgrüße fand ich auf jeden Fall sehr berührend und ja, also das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich finde es immer wieder, muss ich sagen, erstaunlich, ja, wer hier alles zuschaut. Es ist tatsächlich jetzt auch das erste Mal gewesen, dass ich sowas hier irgendwie in der Art und Weise in meine Videos einbaue, weil gut, sowas Spezielles wurde ich tatsächlich noch nie gefragt, ob ich sowas machen kann, aber natürlich mache ich sowas vom Herzen gerne, das ist natürlich gar kein Problem und mache ich auch super, super, super gerne und ja, wenn ich damit jemandem was Gutes tun kann, klar, warum nicht, ne? Gut, ja, wir widmen uns jetzt weiter dem Video von heute, ne? Und gucken mal, was wir hier noch so abzuarbeiten haben. Denn ja, für den Rest von euch muss natürlich auch ein bisschen was heute geboten werden. Deswegen, wir schauen mal gleich noch in den Leggy Dungeon nochmal rein, was es da so zu holen gibt. Da haben wir gleich wieder einen kompletten Free-Try auf jeden Fall parat. Da schauen wir mal. Ansonsten, ich bin jetzt bald auf 175.000 Intelligenz. Ja, das ist auch mein Hauptattribut tatsächlich.
Ne? Und genau, wir gucken mal rein. Wir sind jetzt bei Etage 43, wir sind zwar noch nicht komplett full live, aber das reicht mir auf jeden Fall schon aus. Wir farmen noch 1, 2 Schlüsselchen, ja, und jetzt versuche ich mal zu flüchten. Jetzt haben wir eigentlich ganz gut... Oh nee, das ist ja richtig belastend. Was haben wir hier? Okay, Gold haben wir. Ich versuche jetzt zu flüchten, weil ich noch den Zwischenboss ganz gerne erledigen möchte. Das sieht auch ganz gut aus momentan. Jetzt haben wir einen Hit kassiert. Wir sollten aber trotzdem noch den Schmied hier besiegen, genau. So, und bekommen das nächste Epic. Ich habe auch ein bisschen mein Inventar aufgeräumt tatsächlich. Ja, also ich habe besser gesagt alles umgeräumt. Ich habe alles in meine Truhen hier gepackt. Und es kommt so häufig immer noch die Frage, woher bekomme ich diese Truhenbox hier oben? Ja, die sehen die Leute immer wieder bei mir im Inventar und haben die aber selbst nicht. Ne? Für die Leute, die das nicht wissen, ne, nochmal die Frage beantwortet. Ihr müsst eure Schatzkammer weiter ausbauen. Die ist bis auf Stufe 45 ausbaubar. Und ja, das könnt ihr im Prinzip machen, wenn ihr alle anderen Sachen hier schon so weitestgehend, glaube ich, hochgezogen habt. Oder ist es schon wieder so lange her? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, das geht sogar schon vorher. Ich gucke mal auf meinen Account hier. Genau, ihr braucht nicht mal alles hochziehen. Und hier habe ich auch schon die Schatzkammer auf 45. Ne? Also die kann man auf jeden Fall noch weiter ausbauen und sollte man auch auf jeden Fall machen. Und dann bekommt ihr dann nachher hier diesen Truhenslot und habt hier noch weitere Plätze zum Freischalten. Wenn wir gleich bei der Frage sind, ne, wie funktioniert das? Edelsteinmine, dass ich die ausbauen kann und gleichzeitig Edelsteine suchen kann. Das funktioniert ab Edelsteinmine Stufe 25. Ab da könnt ihr gleichzeitig ausbauen und suchen. Ne, das gleiche auch bei der Goldgrube, da könnt ihr gleichzeitig ausbauen und die Goldgrube abholen. Ne? Damit die 2 Fragen nochmal geklärt sind, weil die kommen nämlich super, super häufig tatsächlich. So, wie sieht's aus? Kommen wir hier noch ein bisschen voran? Das wäre schade. Ja, gut, sind wir jetzt nicht so weit gekommen. Aber auf jeden Fall haben wir wieder unseren Free Try hier genutzt und können jetzt wieder ein bisschen die Time resetten. Ich hoffe mal, ich kriege in der Zeit noch hier das letzte Leggy-Item. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wir haben das meiste hier von ja freigeschaltet. Genau, mit den restlichen Sachen, was ich hier noch im Inventar gemacht hatte, ich hatte ja nochmal gehofft, dass ich nochmal ein Item irgendwie bekomme für meine Begleiter. Ich hatte für die Kunigunde tatsächlich gehofft, dass ich hier noch Schuhe bekomme, ne? Weil die sind schon ein bisschen outdated, die würde ich ganz gern wechseln wollen. Das ist vor allen Dingen auf der Kunigunde halt wichtig, ne? Dass die halt gut ausgerüstet ist oder das Teil hier oben. Ne? Aber da habe ich jetzt leider kein Glück weiter gehabt und auch nicht irgendwie... Ja, noch ein Item, also ich habe noch ein Item durchs Klo geworfen, aber ja, das hat es jetzt auch nicht so wirklich gebracht, dementsprechend. Ne? Deswegen haben meine Begleiter jetzt keine weiteren Upgrades erfahren, ne? Aber ist auch halt auch halb so wild, denn wie gesagt, Ares, der funktioniert eh noch nicht so ganz so, wie ich mir das vorstelle. Ne? Aber natürlich, wenn ich schon irgendein Item habe, dann... Ja, was dann auch dementsprechend, was weiß ich, irgendwie 80 bis 100 Stat-Punkte mehr bringt für meine Begleiter. Gut, das rüste ich dann schon aus, ne? Das sind ja dann schon irgendwo Sachen, da kann man auf jeden Fall drüber reden, so, ne? Da braucht man nicht alles wegschmeißen, ne? Dadurch, dass wir ja dieser eine Try, ne, der macht mir so zu schaffen, weil das sah so gut aus. Wenn ihr mal meine Begleiter anguckt, mein Bertram hat nichts gemacht, Marquardt hat kaum was gemacht und die Kunigunde macht auch gar nichts. Und ich bin der Einzige, der hier so viel Schaden raushaut. Da ist noch so viel Potenzial da, dass meine Begleiter auch noch eine bessere Combo raushauen. Ne? Und dann ist der Ares auch down. Allerdings, ja, soll es noch nicht so weit sein. Ich sehe gerade, meine Goldgrube ist hier bald auch auf Stufe 77. Ja, dann können wir die auch bald wieder ausbauen. Auch sehr nice, ne? Ist auch einer der wichtigsten Goldeinkommensquellen nachher im Late Game. Ne? Da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man die auch immer regelmäßig abholt. Bei mir ist es jetzt momentan so ungefähr bei 5 Stunden. Also 5 Stunden, dann ist das Ding hier vollgelaufen. Ne? Also alle 5 Stunden müsste ich das abholen, dann ist es voll. Ansonsten ist da Waste halt. Ne? Bei Leuten wie Strider zum Beispiel, die im Level ein bisschen höher sind und auch aber vor allem die Goldgrube schon auf 100 haben, da, ja, die brauchen oder die müssen alle 2 Stunden das Ding abholen, weil das dann voll ist, ne? Also nachher umso höher es wird, umso schlimmer wird es dann auch, ne? Ja,
aber, ne, was will man machen? Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich mir jetzt in der Nacht einen Wecker stelle hier, ne? Ich meine, in der Nacht stehe ich sowieso mal mindestens einmal auf oder so, ne? Dann, ja gut, kann man vielleicht noch mal gucken, wenn man dran denkt, kann man die Goldgrube abholen. Meistens denke ich aber auch nicht dran. Und dann ist das eben so, ne? Ist aber auch halb so wild, ne? Gut, dann soll es das für das Video heute soweit gewesen sein, ne? Falls euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, vor allen Dingen euch beiden auch noch einen schönen Hochzeitstag. Genießt ihn, ne? Und ja, dann war es das soweit von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.